Hallo, mein Name ist Robert Christ und wir stehen hier in der historischen Ofenhalle der Glashütte Lampertz-Walsassen. Die Halle selbst wurde 1906 gebaut und wir produzieren mundgeblasenes Flachglas, welches in die gesamte Welt exportiert wird. Also wir gehen jetzt zu dem Ofen, wo die Glasmacher-Teams stehen und die Gläser blasen. Der erste Schritt, den wir sehen werden, ist das Anfangen des Glases. Der sogenannte Anfänger geht zum Ofen, nimmt die Glasmacherpfeife und dreht sich ein heißes Glas an die Glasmacherpfeife ran. Es ist sehr wichtig, hier die richtige Menge zu beginnen, denn wenn der Anfänger hier die falsche Masse beginnen würde, könnte der Glasmachermeister danach nicht mehr die korrekte Form blasen. Man sieht also jetzt den Anfänger beim Beginnen des Glaspostens und das ist ein sehr wichtiger Schritt. Also ein Anfänger heißt Anfänger, weil er den Arbeitsablauf beginnt, nicht weil er ein Anfänger in seinem Beruf wäre. Ganz im Gegenteil. Es ist mit der wichtigste Schritt bei dem Glasmachen, denn würde man hier zu wenig oder zu viel Glas an die Pfeife drehen, würde es ein unförmiger Ballon werden. Der Anfänger geht also jetzt zum Ofen zurück und dreht sich ein weiteres Glas an die Glasmacherpfeife ran. Er achtet also darauf, dass die richtige Masse an die Pfeife kommt. Man sieht also auch die ständige Drehbewegung, in welcher die Pfeife geführt wird, um ein gleichmäßiges Formen des Glases zu ermöglichen. Man wird jetzt sehen, jetzt kommt also die Luft ins Glas, in den Ballon, in die Kugel. Und dadurch wird wir sehen, dass der Ballon dann auch immer größer wird. Die Schmelztemperatur der Gläser liegt bei ca. 1400 Grad. Die Arbeitstemperatur in etwa bei 1100. Er geht also jetzt in die sogenannten Postenstöcke. Das ist ein Holzmodel, eine Holzform, in der der Ballon weiter geformt wird. Das Kapital unserer Firma sind die Kollegen, sind die Glasmacher und die Mitarbeiter. Das Wissen und das Können, was hier versammelt ist, ist einfach einzigartig. Der nächste Schritt ist jetzt der Glasmachermeister und wir gehen jetzt dorthin, wo der Anfänger das Glas hingebracht hat und an den Glasmachermeister übergeben. Morgen! Man sieht also jetzt, wie der Glasmachermeister hier den Ballon weiter aufbläst und diesen formt. Der Halbzylinder ist also jetzt erwärmt worden, kann jetzt ausgeweitet werden, sodass ein gutförmiger Halbzylinder entsteht. Als nächsten Schritt wird auch dieser wieder neu erwärmt. Dazu kommt der Assistent des Glasmachers und er nimmt jetzt eine sogenannte Glasmacherzange. In diese Glasmacherzange wird der Halbzylinder eingespannt und dann von der Pfeife abgeschlagen, sodass hier ein erneutes Erwärmen erfolgen kann. Als nächster Schritt wird also jetzt dieser Halbzylinder neu erwärmt und wir werden jetzt gleich sehen, wie auch das andere Ende des Zylinders abgeschnitten wird. Der Glasmachermeister nimmt also eine Zange und trennt auch hier den Saum vorsichtig ab, sodass ein gleichförmiger Zylinder entsteht. Auch dieser wird nun wieder neu erwärmt. Der Walzenwegträger wird also jetzt den Zylinder nehmen und trägt diesen dann ins Kühlband. Also die Technik, in der wir unser Glas handwerklich fertigen, ist viele, viele Jahrhunderte alt. Es gibt Glas seit mehreren Jahrtausenden. In der Technik, wie unser Glas geblasen wird, gibt es nachgewiesen seit dem Mittelalter, vermutlich schon wesentlich früher. Man sagt, die Römer hatten bereits jemanden in ihren Legionen,
der Glas produziert hat, um hier auch Gebäude verglasen zu können. Wir stehen hier vor dem Dreierofen. Ich sagte, die Technik, die Handwerkstechnik, in der das Glas geblasen wird, ist viele Jahrhunderte alt. Wir stehen hier vor dem Ofen und der Ofen selbst ist im letzten Jahr neu gebaut worden. Die Technik des Ofens ist komplett neu, auf modernstem Stand. Und die Technik bedeutet auch immer die Feuerungstechnik. Das heißt, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, um auch hier effizient Glas blasen zu können. Hier ist das sogenannte Kühlband und die Kollegen bringen hier die Zylinder und legen sie auf das Kühlband, um im Glas die Spannung zu nehmen. Wir stehen also hier vor der Schwenkgrube und der Glasmachermeister hinter mir bläst also jetzt den Ballon und schwenkt diesen in der Schwenkgrube und viele fragen sich, warum schwenkt er denn den Ballon? Das ist ganz einfach, er nutzt die Fliehkraft und auch die Schwerkraft und durch das Schwenken wird der Ballon dann auch größer, wenn er einbläst. Wir haben also jetzt gesehen, wie das Glas geblasen wird, wie die Ballons entstehen. Aus dem Ballon entsteht ein Halbzylinder, aus dem Halbzylinder ein Zylinder. Zylinder sind das Grundprodukt, der Zwischenschritt für unsere flachen Gläser. Man kann flaches Glas nicht blasen und deswegen brauchen wir einen Ballon und einen Zylinder, um im Nachgang flaches Glas zu bekommen. Wie das gemacht wird, schauen wir uns hinter mir an. Hier stehen wir an der sogenannten Schubröhre. Die Schubröhre ermöglicht es, die Zylinder aufzulegen und wieder neu zu erwärmen. Nach dem Erwärmen wird das Glas auseinandergebreitet und gebügelt. Wir sehen also hier den Streckermeister. Der Streckermeister streckt die Glastafel. Das heißt, er nimmt den Zylinder, der erwärmt worden ist, legt ihn auf einen Tisch ab und auf diesem Tisch wird das Glas dann mit einer Metallstange auseinandergebreitet und dann mit einem Bügelholz gebügelt. So entsteht flaches Glas. Ja, wir sehen also hier eine Tafel mundgeblasenes Flachglas. In diesem Fall ist es ein Mischglas mit mehreren verschiedenen Farben, ein sogenanntes Überfangglas. Dieser Überfang wird produziert dadurch, dass der Kollege mehrere verschiedene Farben auf die Kugel aufträgt, auf den Vorgänger der Kugel und dann dort aufgeblasen eine solche Struktur ergibt. Der Unterschied von unserem Glas zum normalen Maschinenglas ist die hohe Brillanz. Wenn Sie ein Maschinenglas nehmen, dann ist eine Tafel wie die andere und es schaut irgendwie gewissermaßen tot wie ohne Seele aus. Und bei unseren Gläsern ist jede Tafel ein Unikat und Sie sehen auch die farbliche Vielfalt und die Möglichkeiten, die man durch die Gestaltung einer solchen Tafel in der Architektur erzielen kann. Ja, wir sind also hier in der Packerei unserer Glashütte
Und die Tafeln, die geblasen worden sind und gestreckt wurden, werden also jetzt hier verpackt und in die ganze Welt verschickt. In diesem Fall produzieren wir ein verschiedenfarbiges Glas, welches nach Italien geschickt wird. Also was wir hier sehen, ist das mundgeblasene Restauro UV. Das ist genau dieses Glas, welches auch für das Goethehaus, für das Brentano-Haus verwendet worden ist. Das Besondere am mundgeblasenen Restauro UV, das heißt an diesem UV-Schutzglas, ist es, dass die Schutzwirkung, die UV-Schutzwirkung im Glas integriert ist. Mundgeblasenes Glas hat die Möglichkeit, dass wir diese Schutzwirkung einschmelzen durch Bestandteile im Glas und es dann fertigen. Und dadurch bleibt dieser Schutz auch permanent erhalten. Also wir haben jetzt ja gesehen, wie mundgeblasenes Glas hier in Waldsassen gefertigt wird. Das Kapital unserer Firma ist das Wissen und Können meiner Kollegen, unserer Mitarbeiter. Und wir sind auch auf der Suche nach weiteren Kollegen, die gemeinsam mit uns hier Glas fertigen. Und deswegen haben wir aktuell eine Stellenausschreibung laufen nach Glasmachern, Assistenten für Glasmacher und Produktionsgehilfen. Tschechien ist ja ein aktuelles Glasland auch. Ja.